Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir, Radbot, Civ 7, unseren Persern und so weiter. Eine kleine Ankündigung gibt's, denn ein Patch ist gedroppt worden, der Patch 1.2. Und der hat dieses Spiel doch deutlich geändert in meinen Augen und in den Augen vieler anderen. Und zwar am Ressourcensystem wurde, oder was heißt am Ressourcensystem wurde was geändert? Es gibt mehr Ressourcen und gut, ja, es wurde auch ein bisschen was geändert. Und am Food-System wurde geschraubt. Und darüber werden wir jetzt sprechen. Feature Spotlight über den Patch 1.2 und kommen gleich Updates to Resources. Wir kommen gleich zum Ressourcenteil. Es gibt 10 neue Ressourcen, die über die verschiedenen Zeitalter hin verteilt sind. Mango, Clay und so weiter. Hardwood, Limestone, Wild Game. Also es geht dabei nicht um irgendwelche wilden Spielchen, sondern um Wildtiere, also Wild. Und die haben halt einen relativ großen Impact auf das Spiel. Hardwood zum Beispiel macht 20% mehr Produktion für Zivileinheiten. Das heißt, wenn man früh an Hardwood rankommt, wenn man einen guten Start hat, baut man deutlich schneller die Siedler, im zweiten Zeitalter dann deutlich schneller die Missionare und Händler etc. Das ist also eine große Änderung. Bei Limestone, also bei Kalkstein, ich glaube, es ist Kalkstein, vielleicht ist es auch Ton, ist es so, dass man schneller Gebäude produziert. Ich glaube 10%. Das ist halt eine ganz große Änderung, die wir auch mitnehmen möchten. Es gibt eine Änderung in den Treasure-Ressourcen im zweiten Zeitalter. Das ist jetzt für unseren Playthrough nicht so relevant, aber, oder ist zum jetzigen Playthrough noch nicht so relevant, aber es wird relevant. Die bringen mehr, als dass sie nur Treasure sind. Sie spawnen natürlich trotzdem Treasure Fleets, aber sie haben noch Boni. Es gibt neue Treasure-Ressourcen, wie zum Beispiel Pferde, Pelze und Rubine. Also, das sind jetzt Pferde und Fälle sind keine neuen Ressourcen, aber diese zählen jetzt auch zu den Treasure-Ressourcen für das jeweilige oder für das relevante Zeitalter. Und ja, das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt bin ich drüber gescrollt, es gibt die One More Turn-Geschichte. Man kann am Ende des Spiels noch weiterspielen, sozusagen, auch wenn man schon gewonnen hat. Das ist für uns meist eigentlich nicht so relevant, würde ich sagen. Und hier meiner Meinung nach die größte Änderung: Food und Growth Rebalance. Ich habe da mal im Internet was rausgesucht. Hier ist einmal die Tabelle, wie viel Food, also wie viel Nahrung gebraucht wird, um von der jeweiligen Volkszahl also Pop-Size einen hochzukommen. Und ist einmal aufgetragen Civilization 5 und 6 und jetzt Civ 7 und das Verhältnis dazu. In Civ 5 6 brauchten wir 15, 24, 34, also von 15 zu 24 sind 9 mehr, von 24 zu 34 sind 10 mehr, zu 44 sind 10 mehr, dann kommen 11. Wir haben also eine peu à peu Steigerung. Das ist in Civ 7 geändert worden. Da haben wir jetzt von 1 zu 2 steigern wir um 11 Gut, dann brauchen wir von 45 zu 76 brauchen wir schon 31 Food mehr, dann brauchen wir schon 63 Food mehr und so weiter. Wir haben hier das ist glaube ich nicht komplett quadratisch, aber es ist eher eine quadratische Erhöhung. Das führt dazu, dass wir von Pop 10 zu 11 meinetwegen 740 mehr Nahrung brauchen. 740 mehr zu den 2055, die man sowieso braucht. Also das ist einfach wirklich, wirklich viel und hat dazu geführt, dass Food als Ressource sozusagen im Vergleich zu Produktion, zu Kultur, zu Wissenschaft überhaupt keine Rolle gespielt hat. Es ist völlig egal, ob du einen Spezialisten einsetzt, oder ein Gebäude baust, viel besseres Beispiel, das 20 Food mehr bringt, weil 20 Food mehr macht beim Sprung, wo du 700 brauchst, nicht so besonders viel. Und das ist von 10 zu 11. Von 20 zu 21 brauchen wir rummelig 3.500 gut mehr. Da ist 20 egal, ja. Und das ist einfach eine große Änderung, die jetzt gemacht wurde. Habe hier nochmal von YouTuber Generalist Gaming. Völlig abgedrehte Excel-Tabelle, die er erstellt hat. Grüße und vielen Dank gehen natürlich raus.
Wir sehen hier die verschiedenen Zeitalter aufgetragen und so weiter. Genau, hier könnt ihr euch ja nochmal anschauen, wie das Wachstumsverhalten so hier aussieht. Wir sehen also, wenn wir hier meinetwegen wir gehen hier von normalem Nahrungswachstum aus, produzieren 3 Nahrung etc. Das ist halt, man kann das hier beliebig kompliziert machen. Diese Tabelle ist wahnsinnig krass gestaltet, aber für den Punkt ist es, glaube ich, egal. Wir sehen hier die Rundenzahl, wie lange es braucht, um auf den 15. Siedler zu kommen. Das sind 150 Runden. Und keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie Gebäude und Spezialisten oder ein ganzes Volk oder einen Anführer hat, der hier jetzt, was weiß ich, von 150, 50 Runden runternimmt, dann sind es immer noch 100 Runden. Also, wenn man alles in Food investiert, was man investieren kann, und man schafft es dann nicht in 150 Runden zu wachsen, sondern nehmen wir die Hälfte, sagen wir in 75 Runden, in 70 Runden, dann ist das 70 Runden dauert vielleicht das ganze Zeitalter. Das macht also überhaupt keinen großen Sinn, in Food zu investieren, und das ist halt sehr schade, weil es ja A, über die Generationen der Weltgeschichte und der Menschheit generell schon auch irgendwo die treibende Kraft war, Nahrung anzubauen, Nahrung zu haben, um überhaupt Städte wachsen zu können, etc. Und das ist in Civ 7 halt nicht so gut übersetzt, sag ich mal. Und zum Zweiten macht das halt auch, wie gesagt, Völker und Zivilisationen und Anführer einfach unwichtig. Kommen wir jetzt nochmal zu weiteren Änderungen. Das war Food Rebalancing. Das haben sie also jetzt deutlich geradliniger angepasst, so wie in Civ 5 und 6. Wir haben Multiplayer-Teams, falls man mal in Multiplayer spielen will. Man kann hier jetzt lustig die Teams einstellen, wie in diesem Screenshot gezeigt. Die teilen sich die Siegbedingungen. Das heißt, wenn einer hier, was weiß ich, die Raumfahrt fertig baut, dann hat das Team gewonnen und nicht nur der Einzelne. Die teilen sich, glaube ich, nicht die Ressourcen, aber sie sind alle immer im selben Krieg etc., also als wären sie Alliierte. Wir haben noch weitere New Features. Genau, hier haben wir neue Ressourcen, wir haben neue Treasure-Ressourcen und so weiter und so fort. Die Map Generation wurde angepasst, sodass man nicht mehr immer dieselben Kontinente hat. AI wurde angeblich auch verbessert, Diplomacy etc. Es gibt hier noch eine große Änderung, und die verschwindet so ein bisschen. Das hat es ist jetzt nämlich so, dass sich Städte miteinander verbinden, wenn sie ein Water-Based Building, also die Fischereimole oder sowas haben, und auf demselben Kontinent sind wie die jeweils andere Stadt. Dann gelten sie schon als verbunden. Das ist wichtig für die Hub-Towns, die ja Einfluss generieren für jede verbundene Stadt. Das funktionierte halt vorher quasi überhaupt nicht. Jetzt funktioniert es über Wasser schon ein bisschen. Die Straßenverbindungen funktionieren immer noch nicht. Die müssen wir also mit jedem Händler immer manuell hinzufügen. Das aber, wir haben zumindest schon mal den Anfang, dass auf demselben Kontinent wir Wassergebäude bauen können, und dann sind alle miteinander verbunden. Das führt natürlich auch dazu, dass es relevant ist, dass man mit seinen Städten vielleicht eine Wasseranbindung hat oder einen schiffbaren Fluss oder so, um diese Fischereimole zu bauen, um sich dann mit den anderen Städten verbinden zu können. Und es ist vielleicht relevant, als Siedlungsspot, wenn man zwischen 2 Kontinenten ist, zu sagen, ja, ich bleibe doch auf dem eigenen Kontinent. Noch ein paar andere Änderungen, das könnt ihr euch hier alles selber mal durchlesen, wenn ihr möchtet. Es wurde zum Beispiel das Legendenattribut beim Expansionisten-Ding funktioniert jetzt auch wirklich, reduziert jetzt das Upgrade von Gemeinden zu Städten richtig sinnvoll. Oder so, wie es auch geplant war. Independent powers will no longer be removed after losing all of their units. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie untergekommen, aber schön, dass sie jetzt nicht mehr sterben. Gab so ein paar Anpassungen hier und da. Aber es gibt jetzt hier keine großen Balance-Patches. Also hier sind ein paar Änderungen vorgekommen. Wenn man mit Preußen Städte gründet, kriegen die auch preußische Namen und werden nicht zu, was weiß ich, München oder so. Gab ein paar nette Änderungen, aber wie gesagt, vor allen Dingen wichtig, neue Ressourcen und die Wichtigkeit, sage ich mal, von Nahrung. Ja. Und all das nehme ich zum Anlass, um
den Save hier. Wir sind ja gerade eigentlich gar nicht so schlecht. Könnten jetzt könnten jetzt hier mal noch, obwohl ich will jetzt keine Runde warten, aber wir könnten hier nächste Runde die Kriegsmüdigkeit um einen verbessern und dann können wir einen Frieden vorschlagen. Das können wir auch jetzt schon. Eventuell könnten wir dann beide Städte nehmen. Wir können aber schon die größere, wichtigere Stadt nehmen und hätten diesen Krieg dann beendet und könnten dann relativ entspannt ins nächste Zeitalter. Ich meine, gut, wir sind hier noch nicht so weit. Oh, haben wir sogar schon. Also Punkt 2. Wissenschaft haben wir auch noch nicht. Wir können hier mal schauen. Genau, Wissenschaft würden wir jetzt sogar noch kriegen. Waren wir schon. Die Ressourcen, ich nehme an, wenn wir die Stadt haben, genau, hier haben wir einen Haufen Ressourcen. Die könnten wir dann auch direkt benutzen und würden dann da im Wirtschaftszweig auf Stufe 2 zumindest kommen. Militär, ja gut, sind wir schon Stufe 2, da werden wir Stufe 3 wohl nicht erreichen, wobei wir noch einen Siedler bauen könnten schnell und hier irgendwo siedeln könnten. Also, wir haben auf den letzten Meter noch ein, zwei Möglichkeiten, aber mit den großen Änderungen etc. werden wir das Ganze nochmal neu starten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann dazu einschaltet. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Ja, das war mal ein anderes Video. Mein erstes Laber-Patch-Video. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Und dann sage ich mal Tschüss und auf bald.